Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Gestern hatten wir eine absolute Katastrophe, kann man schon fast sagen. Ja, so ziemlich auf der ganzen Welt. CrowdStrike hat nämlich die IT-Infrastruktur von wirklich sehr, sehr vielen Firmen und auch wichtigen, ja, Unternehmen bzw. staatlichen Stellen lahmgelegt. Und wir wollen heute ein bisschen anschauen, was die Gründe dafür sind, wie es da deswegen auch im Moment vielleicht für CrowdStrike ausschaut und ob man da jetzt im Moment vielleicht sogar eine Kaufchance bei der Aktie sieht. Und ich möchte aber noch kurz über den Vorfall sprechen, und wir schauen uns aber natürlich auch die charttechnische und fundamentale Situation in erster Linie an. Ja, mal kurz zu der Global Outage. Also, das ist der größte IT-Vorfall mehr oder weniger gewesen in der ganzen Geschichte, und die hat in erster Linie Microsoft betroffen, also das Windows-Betriebssystem. Es wurde bei der Plattform Falcon, die eben CrowdStrike hier ausliefert, ein fehlerhafter Treiber als Update rausgebracht für die Windows-Betriebssysteme. Und diese Treiber, das ist eine hardwarenahe Software, muss natürlich ganz, ganz tiefe Berechtigungen auch haben, um eben an dieser Endpoint Security, also an den ganzen Clients, an den Rechnern, die letztendlich bei dem Endbenutzer stehen, wirklich Zugriff haben zu können und dort eben auch die ganzen ja, Sicherheitsvorfälle abscannen zu können. Also das hat dazu geführt, dass dann viele durch diesen Bug eben diesen Screen of Death bekommen haben. Ja, und da hat auch der CEO hier, der George Kurtz, dazu gesagt, ja, dass es ihm natürlich leid tut und dass das jetzt kein Hacker-Vorfall war oder eine Sicherheitslücke oder ähnliches, sondern sie haben halt einfach ein Update released für ein Windows-Betriebssystem, welches ja, fehlerhaft war, beziehungsweise der Treiber war eben fehlerhaft, und der hat eben dazu geführt, dass die Windows-Betriebssysteme da abgeschmiert sind. Das betrifft aber oder betraf keine Linux- oder Mac-Rechner. Also schon mal sehr, sehr interessant. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier nochmal kurz die Financial Results an, und dann kann ich auch noch mal ein bisschen was zu den technischen Gegebenheiten sagen. Auf jeden Fall ist die Aktie extrem abgeschmiert, und zwar so um circa 10%. Ist ja auch schon ordentlich, und deswegen gucken wir uns auch an, ob da jetzt sich deswegen vielleicht auch eine Kaufsituation und eine Kaufchance ergibt. Ja, wir sehen grundsätzlich hier mal die Investor Presentation von CrowdStrike, und wir haben hier ein Annual Recurring Revenue von 3,65 Milliarden, und das ist natürlich schon ordentlich, weil es sind 33% Wachstum Year over Year. Das Net New ARR um 22%, also ist auch gut, und auch die operative Marge, die ist hier um 5% nach oben gegangen Year over Year und beträgt im Moment 22%. Die Free Cashflow Margin ist sogar noch höher bei 35%, und das konnte man auch grundsätzlich gut steigern mit 42%. Also das Unternehmen wächst wirklich brutal, also wirklich sehr, sehr gutes Wachstum. Ja, man hat hier eben diese Native XDR-Plattform, die natürlich sehr, sehr viele Vorteile auch hat, weil man alles in einem Single Agent mit drinnen hat. Und das hat man in einer relativ kurzen Zeit geschafft. Das Unternehmen wurde erst 2011 gegründet und hatte aber auch schon wirklich sehr, sehr viele Produkte bzw. Dienstleistungen im Portfolio. Einerseits natürlich die CrowdStrike Falcon-Plattform, also die praktisch Endpoint Security bereitstellt, also für einzelne Rechner, für den Endbenutzer, aber auch sowas wie Endpoint Detection und Response, also wo es dann wirklich um Bedrohungserkennung geht und auch forensische Analyse, beziehungsweise wo man dann wirklich auch versucht, die Hacker nachzuverfolgen, wenn da jemand versucht, ins System einzudringen. Aber das ist eben dann eben Falcon Overwatch, aber natürlich auch sowas wie Identitätsschutz, also dass man da versucht, Identitätsdiebstahl zu verhindern, Threat Intelligence, also das wird alles so ein bisschen unter CrowdStrike Falcon vereinigt. Ja, und das sehen wir auch hier, dass da wirklich sehr, sehr viel mit drinnen hängt. Ja, man sagt auch hier, dass man zum Beispiel im Jahre 2024 ein Total Addressable Market von 100 Milliarden haben soll. Und da sind halt nochmal die einzelnen Bereiche aufgeschlüsselt, also Cybersecurity, Generative AI, Data Protection, Threat Intelligence, Identity Protection, Cloud und so weiter. Also wirklich sehr, sehr krass. Und das soll sich aber weiterhin in die Richtung entwickeln. Ist ja klar, Cybersecurity ist ein sehr, sehr krasser Megatrend.
Im Jahr 2028 soll dann der Total Addressable Market eben schon bei 225 Milliarden liegen. Also der soll sich jetzt hier in diesen 4 Jahren mehr als verdoppeln. Hier sieht man mal ganz, ganz schön die Falcon-Plattform aufgeschlüsselt. Wir haben einerseits mit drinnen eben diese Endpoint Security, also wo es letztendlich um die Clients geht, also um die einzelnen Laptops und Rechner. Dann haben wir aber auch sowas wie Cloud, wo man tätig ist, die Identity Software, SIEM, also Information Management und Event Management, dass man eben wirklich mehrere Rechner oder mehrere Server unter einem System die ganzen Daten, die dazwischen passieren, abfangen kann. Und aufgrund dessen kann man dann sagen, okay, da ist jetzt gerade auffälliges Verhalten, was man feststellen kann. Also das ist wirklich auch ein sehr, sehr wichtiges Tool in der Cybersecurity, was auch immer mehr kommt. Also ich komme auch aus dem technischen Bereich und wir haben jetzt zum Beispiel auch SIEM oder hatte ich auch schon sehr, sehr viele Berührungspunkte mit einem SIEM-System. Es ist auch immer mehr am Kommen. Threat Intel, Data Protection, natürlich, man möchte auch seine Daten schützen, also auch was Backups und sowas angeht, beziehungsweise Disaster Recovery, also wenn da wirklich mal was Schlimmes passiert, dass man auch Strategien hat, beziehungsweise hier abgesichert ist. Ja, auch Exposure Management, also dass man auch aktiv auf die Suche von Schwachstellen geht, die ein System und Netzwerk haben kann. Also die sind hier wirklich extrem gut aufgestellt und man merkt jetzt schon, es geht hier nicht in den Hardware-Bereich, sondern das sind absolut softwarelastig aufgestellt. Das ist natürlich auch immer ein Vorteil, weil man dann einfach nicht so viele, beziehungsweise immer etwas höhere Margen dann haben kann, wie es jetzt zum Beispiel ein Hardwarehersteller hätte, zum Beispiel Fortinet aus dem Bereich. Ja, und man sieht auch hier, dass die Customers hier die meisten Module, also ab 5 Module auch mit reinnehmen. Also von diesen ganzen Bereichen, die wir hier oben gesehen haben, nehmen 65% aller Kunden 5 Module oder mehr mit in das Abonnement rein. Und das wird dann immer weniger, umso mehr Module es sind, ist ja klar. Aber die sind auch wirklich sehr, sehr gut gewachsen und die Deals mit 8 oder mehr Modulen sind auch knapp 100% Year-over-Year gewachsen, also sehr, sehr stark. Ja, grundsätzlich sieht man hier nochmal auch, dass der Subscription Revenue, also die Abonnementumsätze um 34% Year-over-Year gewachsen sind und eben das Total Revenue um 33%. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Operating Income 72% Wachstum, also auch Earnings per Share 63% Wachstum. Das Ding wächst sehr, sehr stark. Ist wirklich ein sehr, sehr ja, guter Wachstumsmarkt, wie man hier sieht. Und man hat ja auch wirklich dieses Jahr Rekordumsätze verzeichnen können. Ja, auch die Guidance war eigentlich relativ gut. Haben sie hier nochmal geupdatet, eben für das Full Year 2025 grundsätzlich. Genau. So, jetzt gucken wir mal als allererstes hier auf den Qualitätscheck von CrowdStrike und wir sehen hier, dass das Unternehmen einen Punkt hat also einen Check hat von 8 von 15 Punkten. Wir haben hohes Wachstum grundsätzlich, aber eine negative Eigenkapitalrendite und eine negative Nettogewinnmarge zumindest gehabt. Volatilität ist hoch, hohes KUV, ist klar, das Unternehmen wächst eben noch sehr, sehr schnell und deswegen würde ich auch sagen, wir gucken den Wachstumscheck. Hier sehen wir jetzt einen Score von 11 von 15 Punkten und hier gibt es eigentlich nur Punktabzug, weil eben jetzt dieser Mini-Crash mit den CPZ stattgefunden hat. Aber grundsätzlich ist das Unternehmen im Wachstumscheck wirklich sehr, sehr gut. Beim Robustheitscheck, klar, absolutes Gegenteil. Dieses Unternehmen ist eben sehr, sehr volatil und deswegen gibt es hier sehr, sehr viele Punkte Abzug. Ja, wenn man hier mal den Fair Value anschaut zum Umsatz, dann sehen wir, dass wir leicht überbewertet sind mit 10% immer noch nach jetzt nach dem Outage. Und wenn wir das auf Basis des Gewinns machen, was ich aber nicht für besonders sinnvoll erachte, dann sehen wir, dass wir also verrückt weit oben überbewertet werden. Also für mich würde dann eher dieser Umsatz vielleicht Sinn machen. Genau. Also grundsätzlich ist das Unternehmen auch auf einem guten Wege. Man kann hier auch die Margen und so weiter erhöhen. Man erhöht weiter seinen Umsatz. Und das sieht man eben auch hier bei diesem Priotrowski F-Score, wo man wirklich wahnsinnige 9 von 9 Punkte rausnimmt. Also sowohl bei der Profitabilität als auch bei der Leverage bzw. Operating Efficiency. Da ist man wirklich sehr, sehr gut dabei.
Auch beim High Growth Investing sehen wir einen Punkt, also einen Score von 11 von 16 Punkte. Das einzige, wo es hier Punktabzug gibt, sind eben die Enterprise Value to Sales. Die liegen bei 21,7 und hier unten bei der PEG Ratio. Genau. Aber grundsätzlich wirklich sehr, ja, Wachstumsunternehmen eben, also für wirklich wachstumsorientierte Anleger ein absolut spannendes Unternehmen. Ja, jetzt schauen wir uns noch den Chart an und das Unternehmen ist ja wie gesagt noch gar nicht so lange an der Börse. Also es wurde 2011 gegründet und 2019 ist man erst an die Börse gegangen. Und ja, man ist ja ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersecurity und man sieht auch das am Chart, dass hier wirklich eine dynamische Entwicklung stattgefunden hat. So ab Corona-Start bis Corona-High hat man wirklich sehr, sehr starke Performance gehabt. In der Inflationskorrektur ist man dann nochmal so ungefähr auf IPO-Preis zurückgekommen und konnte dann jetzt hier die nächste Rallye nach oben starten. Und wir sehen schon, dieser kleine Pitzel hier oben, das ist jetzt halt diese minus 11%. Und ganz ehrlich, wenn wir uns das jetzt anschauen, diese Rallye hier und diese kleine Korrektur da oben, dann ist das für mich langfristig absolut keine historische Einstiegschance. Also das ist wäre mir viel zu wenig für eine richtig, also für eine einmalige Chance. Das war eben sowas wie hier. Ja. Und wir können jetzt eben nur noch kurzfristig betrachten, ob sich da jetzt kurzfristig vielleicht oder mittelfristig eine Einstiegschance ergibt, weil für mich langfristig wird es eben erst interessant, wenn die Aktie noch weiter nach oben läuft und dann nochmal aufs Allzeithoch zurückkommt oder wir wirklich nochmal hier runterkommen, weiß ich nicht, vielleicht hier so 160 oder 190, aber das muss man abwarten. Ja, kurzfristig sehen wir, dass das Unternehmen hier wirklich runtergekracht ist, kann man schon fast sagen, mit dieser Abwärtslücke auch hier unten, die aufgerissen wurde. Können wir mal hier einzeichnen. Eben schon wirklich ein sehr, sehr starker Kursverfall. Es wurde ja auch teilweise hier 15% abverkauft. Ja, das Unternehmen wurde eben dann auch wieder ein Stück hochgekauft. Wir können jetzt hier nochmal so ein Fibonacci Retracement auf Wochenbasis anlegen, beziehungsweise Tagesbasis schon fast. Und da sehen wir, dass wir im Moment schon noch up sind im Trend, aber wir jetzt eben ganz knapp um das 78,6 herum tendieren. Und wir müssten uns jetzt halt eben hier fangen, um zu vermeiden, dass der Tagestrend jetzt bricht. Also schauen, dass wir praktisch hier einen Boden bilden, hier langsam hin und her tendieren und uns dann eben weiter nach oben rausarbeiten. Sollten wir jetzt noch weiter nach unten laufen, dann halte ich es für wahrscheinlich, dass das Unternehmen jetzt erstmal eine größere Korrektur baut und sich vielleicht dann so im Bereich 240 oder 200 US-Dollar stabilisiert. Aber für mich jetzt im Moment auf jeden Fall keine wahnsinnig interessante langfristige Einstiegschance, zumindest charttechnisch gesehen. Aber jetzt gucken wir uns noch die Financial Daten an. Vielleicht zeigt uns das nochmal was anderes. Ja, wir gucken jetzt hier erstmal auf den Overview und wir sehen, dass das Unternehmen wirklich wahnsinnig hoch bewertet ist im Moment mit einer PE-Ratio von knapp 800 und man in der Vergangenheit hier auch keine PE-Ratio hat ausweisen können, weil das Unternehmen eben noch nicht profitabel war. Aber wir sehen jetzt schon, das Unternehmen ist profitabel geworden im Jahre 2023 mit einer Nettomarge von 2,92%. Also wir sind jetzt hier auf jeden Fall schon profitabel und man macht auch 93% seiner Umsätze mit dem Subscription Business. Ja, wo macht man die? Natürlich 68% in den USA und 15% in Europa. Dann noch so was bisschen wie Asia Pacific. Was die Financial Health angeht, steht das Unternehmen absolut gut da. Man könnte die ganze Schuldenlast mit seinem Free Cashflow eines Jahres locker tilgen. Und man hat auch sehr, sehr viel Cash and Equivalents noch. Da könnte man auch sofort seine Schulden abbauen. Also das Unternehmen ist, was die Bilanz angeht und die Schuldenlast angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, hier sieht man, das Umsatzwachstum war wirklich extrem stark die letzten Jahre. 2023 war da sogar noch relativ schwach. Also man hat ja auch teilweise mal 80% Umsatzwachstum hingelegt. Auch beim Net Income sieht es relativ gut aus. Vor allem jetzt zuletzt, weil man eben hier den Sprung in die Profitabilität geschafft hat. Das gleiche zeigt auch das EBITDA, ist jetzt aber historisch noch nicht so aussagekräftig. Ist ja völlig klar. Die Total Liabilities sind im Vergleich zu den Assets und dem Revenue auch schwächer angewachsen, was auch gut ist. Und der Free Cashflow, der konnte auch wirklich enorm gesteigert werden. Genauso wie die Cash from Operating Activities. Also da sehen wir, das Unternehmen wächst wirklich stark. Also ungefähr so 30%. Also wirklich interessant.
Was die Total Common Shares Outstanding geht, das gefällt mir natürlich wieder überhaupt gar nicht, ist, dass das Unternehmen immer mehr Aktien ausschüttet. Es wurde zwar in den letzten Jahren etwas langsamer, aber man weiß eben, sein Unternehmen oder das Unternehmen ist sehr, sehr hoch bewertet und deswegen schüttet man eben hier neue Aktien aus, um Eigenkapital zu bekommen. Macht ja auch Sinn, weil man wächst wirklich noch sehr, sehr stark und man braucht eben dieses Geld, um es ja, in sich selber wieder rein zu investieren, zu investieren und dann weiteres Wachstum zu schaffen. Also jetzt hier keine kritische Situation, das macht schon irgendwo Sinn. Ja, jetzt können wir uns noch die Netmarge und die EBITDA-Marge hier mal anschauen. Und wir sehen, dass wir hier deutlich negativ waren noch vor 5 Jahren und das sich immer langsam gebessert hatte, bis zuletzt jetzt eben diese Netmargen von knapp 3% bzw. EBITDA-Marge von 5% erreicht wurde. Und die Time-to-Market-Net-Margin beträgt sogar 4,65%. Also das sind noch sehr, sehr niedrige Margen. Gerade für jetzt so ein Subscription-Model sind es sehr, sehr niedrige Margen, die aber in langfristigem Weitblick dann doch sehr, sehr stark gesteigert werden dürften. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass die Gewinne und Free Cashflows wirklich rasant anwachsen können. Ja, der Ausblick sehen wir auch hier, das Unternehmen soll weiter wirklich brutal wachsen, was die Earnings per Share angeht, und der Umsatz sogar noch stärker. Also da soll sich 50% Umsatzwachstum im Jahr 2024 ergeben, sowas um den Dreh. Und das soll sich auch fortsetzen. Es soll zwar ein bisschen langsamer werden, mal von 2025 auf 2026, da soll es nur noch so 15% werden, aber auch danach soll das Ding wirklich weiter stark wachsen. Also grundsätzlich wirkliches Top-Wachstumsunternehmen, absolut spannend, aber für mich jetzt langfristig noch nicht die absolute Einstiegschance. Klar, wenn man jetzt darauf spekulieren möchte, dass das Unternehmen jetzt weiter nach oben zieht, weil es ja doch jetzt eigentlich was war, was nicht fundamental oder das war ja jetzt keine fundamental begründete Kursrutsch. Also es hat ja jetzt hier eher die Gründe, weil da jetzt mal was passiert ist und das in die Nachrichten gekommen ist. Ähm, Grundsätzlich aber natürlich absolut schlechte Publicity, dass man es nicht mal geschafft hat, ein Update davor richtig zu testen und den Treiber eben einfach mal auszuprobieren. Also das ist natürlich schon absolut schwach, dass man da einfach was raushaut. Da werden sicher sehr, sehr viele Fehler auch gemacht worden sein, wo man sich dann doch die Frage stellt, was da los ist. Also ist, glaube ich, jedem klar, man muss sowas eingehend testen, bevor man das auf so viele Millionen End-User und Endpoints rausbringt und das ausrollt. Also grundsätzlich ist es definitiv schlecht für das Unternehmen, aber deswegen ist es jetzt hier noch kein Ende für CrowdStrike und ich finde dieses Unternehmen definitiv weiterhin interessant. Aber ich bin dann eher der Freund von sowas wie Palo Alto Networks, wo man halt auch einfach schon länger profitabel ist, wo der Trend einfach auch schon etabliert ist, wo man auch schon länger hier an der Börse sich befindet. Aber auch hier ist jetzt langfristig keine absolut spannende Einstiegschance. Die hatten wir mal hier vor kurzem, so bei 260 US-Dollar, wäre es vielleicht interessant gewesen. Aber das ist halt eher so mein Ding. Das fände ich dann eher interessant. Wir haben halt da auch weniger Wachstum dann im Vergleich zu CrowdStrike, weil man ja auch Hardware produziert. Ja, aber das war mein Video zur CrowdStrike-Aktie. Würde mich interessieren, was du im Moment jetzt davon hältst. Kaufst du da jetzt vielleicht sogar dazu und siehst du diese 11% Kursrutsch als Kaufchance oder sagst du, nee, das ist für mich einfach nichts. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.